Herzlich willkommen bei der Rhätischen Bahn in Maßstab 1:87. BEMO hat zum Osterfest einige Modelle von RHB Zweiachser-Güterwagen ausgeliefert mit der Bestellnummer 2294. Wir sehen uns die Modelle genauer an, aber zuvor einige Erläuterungen zum Vorbild. Mit Beginn der Betriebsaufnahme der Landquart-Davos-Bahn im Jahr 1889 waren bereits gedeckte zweiachsige Güterwagen im Einsatz, deren Aussehen und Konstruktionsmerkmale Vorbild waren für die Beschaffung weiterer 151 Wagen nach einheitlichem Standard. 6 Lieferfirmen wurden damit beauftragt und im Gegensatz zu den ersten Wagen der Landquart-Davos-Bahn, die 3 Meter Achsabstand und eine Länge von 6,9 Meter aufwiesen, war der Standard nun mit 3,15 Meter Achsabstand und 7,49 Meter Länge vorgegeben. Die Wagen wurden zwischen 1896 und 1906 abgeliefert. Wir sehen hier nun aus der Anfangszeit der Rhätischen Bahn Fotos aus dem Engadin mit den besagten gedeckten Güterwagen. Hier ein Foto aus Bergün. Hinter der Dampflok ist Wagen 639 eingereiht und links ist der abgestellte Wagen 653 zu sehen. Beide Wagen wurden im Jahr 1896 in Belgien gebaut. Eines der unverwechselbaren Merkmale ist, dass die besagten Wagen nur eine einzige Lüftungsluke je Seite aufweisen. Spätere Bauarten waren länger und hatten an jedem Wagenende eine Lüftungsluke. Beachtenswert auf dem Foto von 1904 sind auch die beiden Kutschen, eine für die Gäste vom Hotel Piz Ela und Hotel Weißes Kreuz und eine etwas prunkvollere Kutsche für die verwöhnten Gäste des neu erbauten Hotels Kurhaus. Interessant zu wissen: Der Besitzer der Hotels Kurhaus und Piz Ela war auch der Erfinder des weltweit bekannten Davoser Schlittens. Jetzt aber zurück zu den Wagen der RHB. Die anfängliche Nummerierung dieser Wagengattung war dreistellig, ab 1899 dann vierstellig mit den Betriebsnummern 5236 bis 5386. Hier sehen wir am Zugschluss den K 5327 auf der Berniner Bahn. Alle Wagen hatten eine senkrechte Holzlattung und der ehemalige Anstrich war grau. Die senkrechte Lattung behielt auch zum Beispiel der K 5283 bei, der 1981 ausrangiert wurde. Viele Wagen erhielten bei Ausbesserungen oder Revision eine waagerechte Lattung, wie hier zum Beispiel der K 5368, der 1906 gebaut wurde. Der Wagen trägt die in 1969 eingeführte UIC-Typenbezeichnung GK anstatt vormals K. Hier ist in den 1970er Jahren links der GK 5383 in Grau mit Speichenrädern zu sehen und rechts der GK 5320 mit waagerechter Türlattung. Im Güterzugdienst nicht mehr benötigt, aber für den Baudienst noch gut genug ist hier rechts der in 1903 gebaute K 737. Der ab 1981 als Werkzeugwagen diente. Dieser Wagen wurde dann im Jahr 2020 vom Club 1889 restauriert als K 5342 und erweitert seit 2021 den historischen RHB-Wagenpark. Hier sehen wir den Wagen zusammen mit weiteren historischen Fahrzeugen. Ein perfektes Vorbildfoto für die Zugbildung im Maßstab 1:87. Hier sehen wir eine Übersicht bezüglich der diversen Unterschiede und Varianten, die es bei nahezu unveränderten Wagenäußerem gab.
Manche Wagen wurden sogar komplett umgebaut oder dienten als Basis für andere Wagentypen, was hier nicht dargestellt ist. Wir sehen uns nun historische Fotos an und wollen die Zugbildung bezüglich der 7,49 Meter Wagen kurz analysieren. 1970 steht ein typischer Engadiner Güterzug in Samelten. Hinter der Lok ist Wagen K5320 eingereiht, der noch die graue Farbe trägt mit senkrechten Brettern, aber das Schiebetor wurde bereits neu beplankt mit waagerechten Brettern, und noch trägt der Wagen auch keine UIC-Beschriftung. Der Wagen wird in Kürze den üblichen oxidroten Anstrich inklusive UIC-Kennzeichnung bekommen, bis er dann in 1981 ausrangiert wird. Strahlend glänzt hier in 1970 der nagelneue Schiebewandwagen im hinteren Zugteil. An dritter Stelle läuft der gesuchte 7,49 Meter Wagen in Grau mit waagerechter Beplankung. Deutlich zu erkennen ist, dass das Anschriftenfeld neu lackiert ist, was mit der Umbezeichnung gemäß UIC ab 1969 in Verbindung steht. Auch wenn die Wagennummer nicht erkennbar ist, der Wagen trägt nun das Gattungszeichen GK. Und hier nun ein Foto, welches oder wahrscheinlich noch vor 1970 entstanden ist, denn die Zuglok Nummer 352 wurde 1973 abgestellt und die Güterwagen haben noch keine UIC-Gattungsbezeichnung. Am Zugende ist ein 7,49 Meter gedeckter Wagen eingestellt, mit Vollrädern und waagerechter Verbretterung. Die Beschriftung ist ausgeblichen, bald wird sie sowieso erneuert und dann wird mit der Umbezeichnung auch der Zettelkasten etwas höher platziert. In Küblis fährt 1978 eine Krokodillok ein, mit einem sogenannten Güterzug mit Personenbeförderung. Mit dabei hinter dem Personenwagen ist der 7,49 Meter Wagen. Natürlich besitzt der oxidrote Wagen zu der Zeit bereits eine UIC-konforme Beschriftung. Die Wagen hatten zuletzt, wie hier in 1978, dieses nüchterne Aussehen in Oxidrot. Nur die zu Dienstwagen umgezeichneten Wagen wie der XK 9015 oder der XK 9069 hatten ein auffälliges RHB-Logo auf dem Schiebetor. 1989 feierte die RHB ihr 100-jähriges Jubiläum mit einer legendären Fahrzeugparade. Hier im September 1989 mit dabei in einem Dampffotogüterzug sind die beiden ältesten in Betrieb befindlichen 7,49 Meter gedeckten Wagen. Es ist der Schweißerwagen XK 9017 und der Magazinwagen XK 9015. Hier nochmal der Zug, diesmal kurz vor Bever und nur noch mit einem der beiden genannten Wagen. Man beachte auch die extra für den Fotozug arrangierte historische Fracht von Pferdekutschen auf dem Flachwagen. Der XK 9015 ist aufgrund des Logos auf dem Schiebetor leicht zu erkennen, was uns zurück zum Modell in 1:87 bringt.